Hallo zusammen, hi everyone. Ich fand, dass dieses Bild, wo ich vor kurzem gemacht habe mit diesen Alkohol-Inks, kam gar nicht so schlecht an. Möchte das jetzt nochmal wiederholen und vielleicht auch mal ein Bild bisschen performen. Also nicht nur drauf tropfen, so wie das letzte Mal, das war ja der erste Versuch. Und jetzt probieren wir das doch einfach mal zusammen. Ich hoffe, euch gefällt es dann. Ich habe hier einfach wieder einen Becher mit Weiß angemischt, das nehme ich als Grundform, damit es flüssig bleibt. Also ganz normal mit dem Vinylkleber Weiß angerührt. Moment. Ich hoffe, das reicht. Verschmiere das jetzt einfach mal ein bisschen, dass ich die ganze Fläche voll habe. Normal lasse ich es einmal laufen, aber jetzt mache ich es halt mal professionell. Nicht so amateurhaft. Ein bisschen Spaß muss sein. So. Nicht so schlimm, wenn es da irgendwelche Rillen oder sonst was drin hat, weil ich möchte das ein bisschen mit dem Föhn verblasen dann. Also wie gesagt, ich will ja ein Bild performen und nicht nur wieder drauf tropfen lassen. Mal schauen, ob es funktioniert, ich weiß es noch nicht. That's the question. Das ist die Frage. So, mach kurz die Luftbläschen mal raus. Oh, okay. Mann, Mann, Mann. Wo kommst denn du wieder her? Immer dasselbe. Okidoki. Also ich habe hier ein paar Alkohol-Inks von Rangers und habe hier mir noch abgefüllt, also 99,9% Alkohol. Auf gut Deutsch gesagt, dieses Isopropanol. Und jetzt schauen wir doch mal, ob es funktioniert. Starte ich einfach mal mit dem schönen Rot. Ich werde vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen Alkohol rein dazu, dass es besser verläuft. Es dürfte ja nicht gleich trocknen, wenn ich so blase. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Stärker. Naja, abwarten und Tee trinken. Was haben wir da noch? So ein Violett. Ne, ich kann es nicht lesen, ich habe meine Lesebrille nicht auf. So, nochmal ein Blau dazu vielleicht. Schauen wir mal. Da noch ein bisschen Alkohol dazu. Dann läuft es besser.
ja die warme Luft, muss ich aufpassen, ich soll den Föhn wahrscheinlich auf kalt stellen. Besser ist das. Was haben wir noch? Fällt mir nämlich gerade so ein. Ich will jetzt mal schauen, vielleicht wenn ich es laufen lasse. Ich brauche vielleicht gar nicht mal so mit dem Föhn machen. Das ist nämlich auch was ich noch testen wollte. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Was dann passiert. Aber hier ist mir fast schon wieder zu dunkel. Ich denke mal, dass ich das vielleicht auch über den Rand laufen lasse. Das hier ist ein bisschen blöd. Ja, aber ich glaube, so funktioniert es fast besser. Also ohne Föhn, sondern einfach laufen lassen. So, ich will kurz mal die Handschuhe abputzen. Was halt Alkohol Ink macht dann, wenn man es laufen lässt, sehe ich hier gerade. Es verteilt ein bisschen seine Pigmente. Aber okay, jetzt schauen wir mal, was Alkohol bewirkt. Bekommen wir eigentlich schöne Zellen. Dieser Teil gefällt mir noch nicht so ganz. Okay, aber cool, da kann man, denke ich mal, mit ein bisschen Übung auch noch einiges machen. Also schöne Strukturen rausbekommen. Na komm. Na, das kommt mal cool. Ja. Also schöne abstrakte Bilder kann man da machen.
schaue ich mal hier, wenn ich noch hier nochmal Alkohol dazu mache. Vielleicht nicht in jedes rein. Also ihr könnt da brutal viel mit Alkohol spielen. Naja, hat doch was, oder? Also ich sag mal, hier ist auch wieder weniger ist mehr, das habe ich am letzten Video schon gesagt. Achso, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, ich verlinke es euch oben mal. Da könnt ihr einfach mal nachschauen. Aber ich finde es jetzt so schlecht auch nicht. Bekommt man schöne Strukturen hin. Ist natürlich Übungssache, ganz klar. Wie alles. War erst mein zweites Bild. Da sieht es ein bisschen dreckig aus, sage ich jetzt mal. Durch diese Pigmente, was sich da einzeln verteilen. Ja, die bekommt man dann auch nicht mehr weg. Aber das sage ich dann doch besser laufen lassen, wie irgendwas mit dem Föhn zu machen. Aber ich die helleren schöner finde, obwohl ich lasse, na ja, hell und dunkel, hell und dunkel. Nein, ich lasse es so. Nein, nein, nein. Was ich noch machen kann, ich habe hier dieses Kupfer. Kupfer verteilt sich aber auch in die einzelnen Pigmente, sage ich jetzt mal. Aber gibt teilweise auch einen schönen Effekt. Das müsste man gut schütteln vorher. Leider war ja das Gold ausverkauft, aber ihr seht hier, es verteilt sich ein bisschen anders durch diese Metallic Pigmente. Aber groovy. Es gibt so eine schöne Eisblumenform. So, ich setze mal einfach Blanko hin. Dann seht ihr das. Und das Schöne ist einfach diese Eisblumen, finde ich. Also wer was mit Eisblumen mag oder sowas, ich denke mal, da kann man noch viel mehr machen. Okay, cool, ich lasse es so, sonst wird es wieder zu viel. Gut, ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt gleich mal von nahem. Und dann könnt ihr selber mal schauen. Vor allem wenn es getrocknet ist, verändert sich nicht wirklich viel. Passt mal auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das getrocknete Bild gezeigt habe. So, jetzt fliegen mir die Bilder um. Nicht gut. Oh, Leute. Die Leute wollen, dass was passiert. Sorry. Schaut mal hier. Das ist das getrocknete Bild. Das ist eigentlich cool geworden, finde ich. Fürs erste Mal. Und das war ja wie gesagt einfach nur so drauf gepunktet. Okay, also gut, das war's. Ich zeige es euch von nahem. Dann sehen wir uns gleich. So, meine Lieben, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Mir hat es vor die ganzen Bilder runtergehauen. Ja, so ist halt. Also hier, wie gesagt, dieser Eisblumeneffekt ist halt genial, finde ich. Was man hier erreichen kann. Ich denke mal, mit mehr Alkohol und so weiter kann man da noch viel mehr machen. Ist natürlich jetzt Geschmackssache. Dem einen gefällt's, dem anderen sieht es zu dreckig aus. Es ist was anderes. Ich werde jetzt aber euch auch noch was in Zukunft bringen, und zwar richtig auf Jupo-Papier. Mal mit Alkohol-Inks, wen das interessiert. Weil das wollte ich jetzt auch schon lange mal testen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Okay, cool, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye.